Herausfordernde Locations, atemberaubende Spots, spannende Angelabenteuer. Unbekannte Geheimnisse, Taktiken und der unvermeidliche Real Big Catch. Die Mitglieder des deutsch-schweizerischen SBS-Team haben beschlossen, eine gemeinsame Session durchzuführen. Bei der Spotwahl suchten die Jungs sich primär nach attraktiven Stellen, um ihr Wissen und Können und die SBS-Köder erfolgreich präsentieren zu können. Étang des Moulins im Nordosten von Frankreich schien eine gute Wahl dafür zu sein. Folgen Sie uns und sehen Sie sich das Abenteuer von den Jungs an. Étang des Moulins befindet sich neben einem ruhigen Dorf namens Vergaville, nahe der deutsch-französischen Grenze mit nur 600 Einwohnern. Die schöne Gegend bietet hervorragende Freizeiteinrichtungen für alle, die danach streben, einige entspannte Tage in der Natur zu verbringen und dabei noch große Karpfen zu fangen. Wir befinden uns in Frankreich am Étang du Moulin. Es ist Oktober und wir versuchen nun, die großen Karpfen hier zu landen. Wir befinden uns hier heute an einem 25 Hektar großen See in Nordfrankreich, der natürlich auch einige große Karpfen beherbergt, und unser Ziel ist es, diese zu fangen. Der See war ein Steinbruch vor langer Zeit und jetzt ist es ein idealer Ort für Karpfenangler. Neben Karpfen, Hecht, Zander, Welse, Forellen und Krebsen, die in dem See leben, wurde darüber hinaus auch der aktuelle nationale Rekordstör mit 69 Kilogramm und 205 Zentimeter Länge hier gefangen. Der 25 Hektar große See hat eine durchschnittliche Tiefe von 2 bis 3 Meter und hat 16 Plätze. Mal sehen, wer an der französischen Tour teilgenommen hat. Hallo, mein Name ist Milos Antic. Der 22 Jahre alte Milos Antic aus Zürich ist der Vertreter von SBS Tactical Baits. Trotz seines jungen Alters erreichte er bereits großartige Ergebnisse im Karpfenangeln. Er bevorzugt vor allem große Naturseen, aber auch kleine, schwierige Gewässer. Hallo, mein Name ist Steffen Benzlips. Steffen Benzlips ist 19 Jahre alt und lebt in Deutschland bei Paderborn. Er steht auf große Naturseen und er gilt als einer der besessensten Testangler des SBS-Teams. Hallo, ich bin Dragan Stefanovic. Dragan Stefanovic ist 45 Jahre alt und kommt aus Zürich. Er ist ein begeisterter Fan von kleinen Seen und SBS-Produkten. Nach dem Auspacken des Tackles bauten die Jungs alles auf, mit der großen Hoffnung, schöne Karpfen zu fangen. Sie wussten im Voraus, dass die schwierigste Aufgabe sein wird, die Krebse vom Spot fernzuhalten. Wir sind am See bei sonnigem Wetter angekommen, bei einer Außentemperatur von 20 Grad Celsius. Die Wassertemperatur lag bei 11 Grad Celsius und die Windgeschwindigkeit betrug 14 Stundenkilometer. Milos und Dragan angelten vom selben Platz und suchten die Karpfen möglichst weit vom Ufer. Steffen stellt sein Brolly etwas weiter alleine auf, mit einer anderen Strategie. Leider ist es an diesem See verboten, das Boot zu benutzen. Deshalb habe ich 2 Plätze für mich ausgelotet, die ich mit der Spomb in kleinen Mengen angefüttert habe. Wie an solchen Seen üblich, gibt es natürlich auch einige Verbote. Zum Beispiel ist das Befahren mit einem Schlauchboot verboten und auch die Benutzung eines Futterbootes ist nicht erlaubt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mit dem Wurfrad zu arbeiten. Da habe ich einfach sehr, sehr großflächig 20 mm Boilies auf eine Fläche von gut 100 Quadratmeter gestickt. Da habe ich 2 Routen drauf verteilt. Die dritte Route landete mit einem Single Bait einige Meter daneben, in der Hoffnung, dass es einen großen bringt.
Das Ziel des Teams war, große Karpfen für einige Minuten auf die Abhakmatte legen zu können, um einige Fotos für das Album zu schießen. Milos bereitete das Futter für das erste Füttern vor. Für diese Session habe ich mich für eine Partikelmischung mit Pellets entschieden. Ich habe hier die M1 Pellets. Ohne die gehe ich an eigentlich keinen einzigen See. Dann habe ich noch Hanf mitgenommen. Ich gebe da auch 2 Schaufeln von rein. Und zum Ende kommen noch die schleimigen Tigernüsse, die ich zu Hause vorgekocht habe. Dazu gebe ich noch die M1 Boilies rein. Der Mix ist nun fertig. Ich habe da Tigernüsse, Pellets, Boilies, etwas Mais und Hanfkörner drin. Die Mischung ist nun bereit und ich werde mit dem Spotten beginnen. Die Karpfen müssen gefühlt haben, dass die Jungs eine lange und anstrengende Reise hinter sich haben und ließen deshalb zu, sich etwas zu entspannen. Am ersten Nachmittag schwiegen die Bissanzeiger, vielleicht in der Nacht. Es ist unsere erste Nacht. Wie ihr sehen könnt, ist es sehr dunkel. Leider gibt es wenig Aktivitäten auf dem See. Wir hoffen, dass die erste Nacht uns etwas bringt. Die Kameracrew ist ziemlich aufgeregt und gespannt auf den ersten Fang. Die erfahrenen Karpfenangler haben uns um Geduld gebeten. Große Karpfen zu fangen ist kein Kinderspiel. Das Team wartete auf den zweiten Tag mit großen Hoffnungen. Sie glaubten ziemlich stark daran, dass an diesem Tag die Bissanzeiger sich melden würden. Das sonnige und warme Wetter mit 22 Grad Celsius ist wirklich angenehm Ende Oktober. Die Windgeschwindigkeit versteift bis 17 Stundenkilometer, aber die Temperatur des Wassers war wie gestern. Milos und Dragan blieben ihrer primären Taktik treu und fütterten eifrig auf die Marker. Nach dem ersten Tag änderte Steffen seine Fütterungsstrategie ein bisschen und glaubte daran, dass genau das gewisse Etwas den Unterschied machen wird, um den ersten Biss zu kriegen. Ja, da die erste Nacht leider kein Fisch brachte, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hier einmal eine Route mit einem Spotmix auszubringen. Darin sind halt sehr viel Hanf und Pellets und Tigernüsse und Mais. Das soll die Fische ein bisschen in Bewegung bringen und hoffentlich bringt es was. Die andere Route werde ich hier mit einem Schneemann aus einem 20 mm Boilie und einem 10 mm Pop-Up rechts raus befördern. Ich werde ganz großflächig nur einige Boilies mit dem Wurfrohr rausbringen und hoffentlich bringt's was. Am Morgen gaben die Bissanzeiger noch keinen Ton von sich. 24 Stunden sind um und der Kescher wartete immer noch trocken auf seine erste Aktion. Vor allem mussten wir geduldig und vertrauenswürdig warten, um nicht einen weiten Weg nach Frankreich umsonst zurückgelegt zu haben. Wir wollten Karpfen, außerdem große Karpfen sehen. Am frühen Nachmittag schien es, als hätte es sich gelohnt zu warten. Mein erster Fisch, er gibt richtig Gas und ich hoffe, dass einer der größeren Bewohner dieses Sees ist.
Milos spielte mit dem Fisch und Steffen war aufgeregt, den ersten goldig aufgeblähten im Kescher zu sehen. Vor etwa 15 Minuten habe ich meinen ersten Fisch landen können, einen 19,5 schweren Spiegelkarpfen. Was für ein Start! Mit dem ersten Biss landeten die Jungs einen massiven 19,5 Kilogramm Spiegler. Im Vergleich zu den Infos, welche wir zu diesem schwierigen See hatten, könnten wir sagen, dass dies ein erstaunlicher Start ist. Glücklicherweise waren die kommenden Stunden immer spannender. Die Lichter gingen aus, nur der Mond schien zwischen den Wolken. Aber wir waren nicht eingeschlafen und warteten gespannt auf den nächsten Run. Zu unserer Freude kamen mehrere Karpfen während der Nacht und am frühen Morgen für einen kurzen Besuch. Mein zweiter Fisch, ein wunderschöner 10 Kilo Schuppi, war richtig kräftig während dem Drill. Wieder auf dem gleichen Köder M1, 16 mm, 2 Stück. Der Köder scheint hier gut zu funktionieren. Zwei Schuppenkarpfen kamen und gingen schnell wieder ins Wasser, nachdem wir einige schöne Fotos geschossen haben. Das Angelabenteuer von Dragan, Stefan und Milos war sehr gut gestaltet. Schönes Wetter, schöne Karpfen und ein leckeres Barbecue, das Dragan zubereitete. Brauchst du noch etwas? Natürlich! Einige Wetterfragen? Der Sturm kam mit starkem Wind und starkem Regen, was schmerzlich die Wetterbedingungen geändert hat.
Am windigen Morgen haben wir 13 Grad Celsius und 24 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gemessen. Und die Temperatur des Wassers fiel, nur noch 9 Grad Celsius. Heute Nacht kam ein Riesensturm auf uns zu. Es hat die ganze Nacht geregnet. Ich konnte trotzdem 2 schöne Schupis landen, zwischen 10 und 12 Kilo. Ich hoffe, dass wir heute noch was fangen können. Am dritten Tag der Session mussten die Jungs hart arbeiten, bei dem schlechten Wetter, den Weg zu finden, mehr Karpfen fangen zu können. Im Laufe des Tages schien es, als hätten sich die Karpfen vor dem schlechten Wetter versteckt. Alles zu seiner Zeit. Nach dem Nachtdienst hatten wir etwas Zeit, um ein wenig Ruhe zu genießen. Wie ich es befürchtet habe, waren in meinem Bereich nicht so viele Fische. Es haben sich kaum mehr Fische an der Oberfläche gezeigt. Ich konnte nichts fangen. Ich habe es tagsüber mit Sigrix probiert. Ich habe probiert, die Fische mit einem attraktiven Spotmix an meinen Platz zu locken. Ich habe probiert, Single Hook Baits mit einem kleinen PVA-Stick. Ich habe großflächig angelegte Futterplätze mit einem Wurfrohr probiert. Es hat alles nichts genützt. Wir haben noch eine Nacht. Vielleicht fange ich noch einen. Ich werde jetzt für die letzte Nacht nochmal umstellen. Und zwar habe ich kleine Armor Mesh Sticks gemacht, wo ich Hanf, kleine Pellets und gekochte Boilies reingemacht habe. Vielleicht bringt das nochmal den Erfolg. Der Wind steht immer noch richtig auf das andere Ufer. Wir hatten gestern Abend gefühlte 5 Stunden Dauerregen. Ich habe die ganze Nacht nichts anderes gemacht, als meinen Schirm festzuhalten. Mal sehen, vielleicht tut sich noch was. Am späten Nachmittag konnten wir fast einen weiteren Karpfen landen. Der Bissanzeiger fing an zu schreien. Während des Drills musste Milos ins Wasser gehen, da der Karpfen direkt ins Schilf geschossen ist. Daraufhin haben wir den Karpfen verloren. Es war 2 Tage lang sehr regnerisch und schlechtes Wetter. Ich konnte 3 Schupis landen und einen Spiegelkarpfen. Die 3 Schupis waren zwischen 10 und 12 Kilo. Der Spiegler war 19,5 Kilo schwer. Ich konnte alle auf M1 landen mit 2 Boilies à 16 mm. Milos, Dragan und Steffen warteten auf die dunklen Abendstunden. Auch der Regen würde vielleicht endlich aufhören. Es wäre schön, das Ende der 3-tägigen Session mit einem schönen und massiven Karpfen zu beenden. Die Geduld scheint sich gelohnt zu haben. Der größte Fang kam fast am Ende dieser Session. Nach einem langen Drill konnte sich der 21 Kilogramm schwere Karpfen in den Armen unserer Angler ausruhen.
saß im Zelt mit Dragan und sagte zu ihm, es ist Zeit für einen weiteren Karpfen. 2 Sekunden später ging meine Route ab und ich landete einen wunderschönen 21 Kilo schweren Schuppi. Einige weitere Fänge in der Nacht und am Morgen und die SBS-Mannschaft schloss die französische Session insgesamt mit 8 Karpfen, die insgesamt 120 Kilogramm gewogen haben, ab. Das ist ein hervorragendes Resultat an schwierigen Gewässern und Wetterbedingungen wie hier. Das ist ein hervorragendes Resultat an schwierigen Gewässern und Wetterbedingungen wie hier. Wir sind mit neuen Erfahrungen aus schwierigen Gewässern gekommen, außergewöhnlichen Locations mit spannenden Angelabenteuern. Unbekannte Geheimnisse, Taktik und die unvermeidlichen Real Big Catches.